Es ist der 8. Juni 1992, kurz nach Mitternacht. Über der französischen Hauptstadt Paris liegt die warme Nacht eines frühen Sommerabends. Im historischen Viertel Montparnasse steigt ein Mann aus einem Wagen und geht auf den Eingang eines Hotels zu. Die Straße vor dem Hotel wirkt ruhig. Nichts deutet darauf hin, dass hier in wenigen Sekunden ein Mord geschehen wird. Der Mann, der auf den Eingang zuläuft, heißt Atif Psaiso. Er ist hochrangiger Sicherheitsfunktionär der palästinensischen Befreiungsorganisation, der PLO. Seit Jahren ist Psaiso nicht nur eine Schlüsselfigur im Sicherheitsapparat um Yasser Arafat, sondern auch die Kontaktperson der PLO zu mehreren westlichen Geheimdiensten. Und genau aus diesem Grund war er in den letzten Tagen durch Europa gereist. Er hatte Treffen mit deutschen und französischen Geheimdiensten sowie mit einem CIA-Offizier wahrgenommen. Und um bei diesen geheimen Verabredungen möglichst unsichtbar zu bleiben, hatte er mehrere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Er hatte seine Reisepläne kurzfristig geändert. Er ist nicht wie ursprünglich geplant geflogen, sondern von Bonn nach Paris gefahren. Und er hat sein Hotel in letzter Minute gewechselt. Vom Le Méridien Étoile zum Le Méridien Montparnasse. Er tat all das, weil er um seine Sicherheit fürchtete. Was Psaiso jedoch nicht ahnt, ein israelisches Team wartet bei seiner Ankunft bereits in der Lobby des Hotels auf ihn. Es sind Agenten der Kidon-Einheit des Mossad, spezialisiert auf gezielte Tötungen. Sie folgen ihm, als er sein Zimmer erreicht. Sie warten, während er auspackt, duscht und sich für den Abend fertig macht. Sie bleiben in seiner Nähe, als er später zum Abendessen in ein Restaurant geht. Und sie sind immer noch da, als er zurückkehrt. Als Psaiso schließlich aus dem Auto steigt und auf den Eingang des Hotels zugeht, treten zwei Männer der Einheit aus dem Schatten. Sie geben 5 Schüsse ab. Schnell, präzise und nahezu lautlos aufgrund von Schalldämpfern. Psaiso bricht sofort zusammen. Die Attentäter sammeln noch rasch die Patronenhülsen vom Boden auf und verschwinden anschließend in der Pariser Nacht. Zurück bleiben ein Toter und eine Reihe von Fragen. Woher wusste der Mossad von Psaisos Reise? Wer konnte seine kurzfristigen Planänderungen kennen? Und warum musste dieser Mann überhaupt sterben? Die Antwort auf all diese Fragen führt zu einer geheimen Mossad-Operation mit einem fast mythischen Namen. Operation Goldenes Vlies. Um zu verstehen, was sich hinter der Operation Goldenes Vlies verbirgt und warum sie überhaupt gestartet wurde, müssen wir zunächst einige Jahre zurückspringen. Ende der 1980er Jahre erschütterte ein Aufstand die besetzten palästinensischen Gebiete. Die sogenannte erste Intifada. Was zunächst mit Demonstrationen, Streiks und Steinwürfen begann, entwickelte sich schnell zu einer breiten Volksbewegung gegen die israelische Besatzung im Westjordanland und im Gazastreifen. Israel reagierte auf diesen Aufstand mit massiven Sicherheitsmaßnahmen. Ausgangssperren, Verhaftungswellen und der Zerstörung von Häusern mutmaßlicher Aktivisten. Bilder der ausufernden Gewalt gingen um die Welt. Und der internationale Druck auf Israel wuchs. Selbst enge Verbündete wie die Vereinigten Staaten begannen zunehmend, die israelische Regierung auf politische Gespräche mit den Palästinensern zu drängen. Doch die Regierung unter Ministerpräsident Yitzhak Shamir lehnte Verhandlungen mit der palästinensischen Befreiungsorganisation weiterhin kategorisch ab. Mit Terroristen verhandle man nicht. Für viele in der israelischen Führung stand zudem fest, die Intifada war kein spontaner Volksaufstand. Sie glaubten, dass die Proteste aus der Ferne gesteuert wurden, vom PLO-Hauptquartier im tunesischen Exil. Eine zentrale Figur hinter dieser Strategie war, so glaubten die Israelis, Khalil al-Wazir, besser bekannt als Abu Dschihad. Abu Dschihad war einer der engsten Vertrauten von Yasser Arafat und galt als militärischer Stratege der PLO. Israelische Geheimdienste waren überzeugt, dass er eine Schlüsselrolle bei der Organisation der Intifada spielte. Im April 1988 schlug Israel deshalb zu. In einer spektakulären Kommandooperation drangen israelische Spezialkräfte in Tunis ein und erschossen Abu Dschihad in seinem eigenen Haus. Die Hoffnung war klar. Wenn der vermeintliche Architekt der Intifada verschwindet, würde auch der Aufstand zusammenbrechen. Doch genau das geschah nicht. Die Proteste gingen weiter. Für die israelischen Sicherheitsdienste war das ein beunruhigendes Signal.
Wenn selbst der Tod eines so wichtigen Anführers den Aufstand nicht stoppen konnte, bedeutete das vor allem eines: Israel wusste zu wenig darüber, was innerhalb der PLO wirklich geschah. Der Mossad erhielt deshalb einen klaren Auftrag: mehr Informationen beschaffen, tiefe Einblicke in die Führung der Organisation gewinnen und nach Möglichkeiten suchen, weitere Schlüsselfiguren auszuschalten. Doch das war leichter gesagt als getan. Nach dem Luftangriff Israels auf das PLO-Hauptquartier in Tunis 1985 und der Tötung Abu Jihads 1988 hatte die Organisation ihre Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft. Neue Mitglieder wurden gründlich überprüft, interne Bereiche streng voneinander abgeschottet. Selbst Lügendetektoren kamen zum Einsatz. Direkte Rekrutierungen innerhalb der PLO wurden für den Mossad so fast unmöglich. Also suchte man nach einem anderen Ansatz. Wenn man in Tunis nicht an die Organisation herankam, musste man sie außerhalb ihres Hauptquartiers aufgreifen. Und dabei rückte ein Ort besonders in den Fokus: Paris. Viele Vertreter der PLO reisten regelmäßig durch Frankreich, auf dem Weg zu Treffen mit Diplomaten, Geheimdiensten oder politischen Kontakten in Europa. Und erstaunlich viele von ihnen übernachteten im selben Hotel, dem Le Méridien Montparnasse. Für den Mossad wurde dieses Hotel daher bald zu einem Jagdrevier. Unter den palästinensischen Gästen befand sich ein Mann, der für die Israelis schließlich besonders interessant wurde. Ein Funktionär der mittleren Ebene der PLO, zuständig für Logistik und Sicherheit im Hauptquartier in Tunis. Sein Name? Adnan Yassin. Und genau er sollte schon bald zum Zentrum einer neuen Geheimdienstoperation werden. Eine Operation mit einem vielversprechenden Namen: Goldenes Vlies. Um an Adnan Yassin heranzukommen, schickte der Mossad einen Mann in die französische Hauptstadt. Einen Agenten mit falscher Identität. Angeblich ein ägyptischer Geschäftsmann mit dem Namen Hilmi. Seine Aufgabe war nicht, Yassin aktiv als Informanten anzuwerben. Sie war viel subtiler. Im Frühjahr 1990 sitzt Hilmi eines Morgens im Frühstücksraum des Le Méridien Montparnasse. Vor ihm liegt eine arabische Zeitung mit hellgrünen Seiten. Eine bekannte arabische Zeitung aus London, die viele Reisende aus dem Nahen Osten lesen. Daneben liegt sein Hotelschlüssel. Beides ist kein Zufall. Der Schlüssel signalisiert: Ich bin auch nur ein Gast hier. Die Zeitung wiederum bietet einen natürlichen Gesprächsanlass. Es sind kleine Details. Aber genau solche Details entscheiden darüber, ob ein Kontakt natürlich wirkt oder sofort Misstrauen auslöst. An diesem Morgen sitzt eine Gruppe von PLO-Funktionären ein paar Tische weiter. Unter ihnen Adnan Yassin. Hilmi wartet. Er spricht niemanden aktiv an. Denn in der klassischen Logik von Geheimdienstanwerbung gilt: Der ideale Kontakt entsteht scheinbar zufällig. Und tatsächlich funktioniert der Plan. Einer der Palästinenser bemerkt die Zeitung und fragt Hilmi etwas dazu. Hilmi reicht sie ihm freundlich. Ein kurzes Gespräch entsteht. Doch als man ihn einlädt, sich zu der Gruppe dazuzusetzen, lehnt er höflich ab und verlässt den Raum. Genau das ist Teil der Strategie. Wer zu schnell Interesse zeigt, wirkt verdächtig. Wer dagegen zurückhaltend bleibt, wirkt unauffällig. Am nächsten Tag treffen sie sich wieder. Und wieder entsteht ein Gespräch. Ein paar weitere Tage später sitzt Yassin schließlich allein im Frühstücksraum. Er erkennt Hilmi wieder und fragt, ob er sich zu ihm setzen darf. Damit ist der entscheidende Schritt getan. In Yassins Wahrnehmung hat er selbst den Kontakt zu dem fremden ägyptischen Geschäftsmann hergestellt. Und genau deshalb hat er keinen Grund, misstrauisch zu sein. In den folgenden Wochen treffen sich die beiden Männer immer häufiger. Hilmi erzählt von seinem angeblichen Import-Export-Geschäft zwischen Europa und der arabischen Welt. Er spricht von lukrativen Geschäften, von Kontakten und davon, dass sich mit den richtigen Verbindungen viel Geld verdienen lässt. Für den Mossad entsteht dabei nach und nach ein klares Profil von Adnan Yassin. Und dieses Profil ist für die Anwerbung fast ideal. Yassin wirkt ehrgeizig, materialistisch und vor allem geldgierig. Schließlich bringt Hilmi ein neues Thema ins Spiel. Er erwähnt einen Geschäftspartner, der angeblich Verbindung zur iranischen Botschaft in Paris hat. Dieser Mann, sagt Hilmi, interessiere sich sehr für Informationen über die PLO. Nicht für Israel, sondern für den Iran. Das ist der entscheidende Trick. Denn für Yassin fühlt es sich so nicht wie Verrat an der eigenen Sache an. Er glaubt, er würde Informationen an einen Verbündeten verkaufen.
und dafür gutes Geld bekommen. Kurz darauf beginnt Yassin tatsächlich Informationen zu liefern. Und nicht nur kleine Details. Er berichtet über das PLO-Hauptquartier in Tunis, über interne Strukturen, über Treffen der Führung, über Waffenlieferungen und über Strategien hinter der Intifada. Er nennt Namen, beschreibt Abläufe und liefert Einblicke, die für den Mossad von enormem Wert sind. Vor allem aber hat Yassin Zugang zu etwas besonders Sensiblem. Als Logistikverantwortlicher organisiert er Flüge, Hotels und Reisen für viele der führenden PLO-Funktionäre. Das bedeutet, er weiß oft schon Tage vorher, wer wohin reist. Und genau diese Informationen werden für den Mossad besonders wertvoll. Denn unter den Namen, die immer wieder in seinen Berichten auftauchen, befindet sich auch ein Mann, der seit Jahrzehnten auf israelischen Ziellisten steht. Atef Psaiso. Psaiso war ein hochrangiger Sicherheitsfunktionär der PLO und einer der wichtigsten Verbindungsmänner zu westlichen Geheimdiensten. Er galt außerdem als Nachfolger von Ali Hassan Salameh, der in den 1970er Jahren eine ähnliche Rolle spielte. Über Salameh habe ich übrigens bereits ein eigenes Video gemacht. Wenn euch diese Geschichte interessiert, schaut dort gerne einmal rein. Für den Mossad ist Psaiso aus mehreren Gründen interessant. Zum einen steht sein Name seit Jahren im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Olympischen Spiele in München 1972. Ob er damals tatsächlich direkt beteiligt war, ist bis heute umstritten. Doch für viele in Israel spielte das keine Rolle. Wer Teil des Terrornetzwerks gewesen war, galt weiterhin als legitimes Ziel. Zu anderen wird Psaiso zunehmend zu einem wichtigen Vermittler zwischen der PLO und westlichen Geheimdiensten. Unter anderem in Deutschland, Frankreich und den USA. Und genau diese Entwicklung bereitet der israelischen Führung große Sorgen. Denn je enger diese Kontakte werden, desto mehr internationale Legitimität gewinnt die PLO. Anfang Juni 1992 liefert Yassin schließlich eine entscheidende Information. Psaiso wird nach Europa reisen. Und Yassin weiß nicht nur das. Er weiß auch, dass Psaiso seine Reisepläne kurzfristig geändert hat. Dass er von Bonn nach Paris fahren wird, anstatt zu fliegen. Und dass er sogar sein Hotel gewechselt hat. Ironischerweise aus Angst um seine Sicherheit. Doch genau diese Informationen landen beim Mossad. Ein Team der Kidon-Einheit wird nach Paris geschickt. Was dann geschieht, habt ihr bereits am Anfang dieser Folge gehört. Am 8. Juni 1992 wird Atef Psaiso vor seinem Hotel in Paris erschossen. Ein präziser, schneller Anschlag. Und ohne die Information aus Operation Goldenes Vlies wäre dieser Mord vermutlich niemals möglich gewesen. Doch der Tod am Psaiso ist nur ein Teil der Geschichte. Denn während der Mossad glaubt, mit dieser Operation einen großen Erfolg erzielt zu haben, beginnen sich im Hintergrund bereits Entwicklungen abzuzeichnen, die alles verändern werden. Der Mord an Atef Psaiso in Paris schlägt sofort international Wellen. Zunächst versucht eine Gruppe, die Verantwortung zu übernehmen. Ein Mann, der sich als Sprecher der Abu Nidal-Organisation ausgibt, einer Terrorgruppe, die sich von der PLO abgespalten hat und auch Jagd auf angebliche arabische Verräter macht, erklärt öffentlich, seine Organisation stecke hinter dem Anschlag. Doch nur kurze Zeit später widerspricht die echte Führung der Gruppe. Die Erklärung sei falsch. Damit bleibt zunächst offen, wer tatsächlich hinter der Tat steckt. Für viele Beobachter gibt es allerdings kaum Zweifel. Auch Yasser Arafat beschuldigt unmittelbar Israel. Offiziell bestätigt Israel die Operation natürlich nicht. Der damalige Chef des israelischen Militärgeheimdienstes Amman erklärt lediglich, man wisse nicht, wer Psaiso getötet habe. Gleichzeitig erinnert er daran, dass Psaiso mit mehreren früheren Anschlägen in Verbindung gebracht worden sei. Darunter dem Attentat bei den Olympischen Spielen in München 1972. Doch die internationale Reaktion richtet sich weniger gegen das Motiv, sondern gegen den Ort der Tat. Denn der Mord geschah mitten in Paris. Für die französische Regierung ist das eine massive Verletzung ihrer staatlichen Souveränität. Französische Sicherheitsdienste beginnen dementsprechend damit, israelische Aktivitäten in Frankreich deutlich aggressiver zu überwachen. Mossad-Agenten geraten ins Visier der französischen Spionageabwehr. Treffen werden gestört, Netzwerke beobachtet, Informanten identifiziert. Geheime Aktivitäten werden so fast unmöglich. Auch in den Vereinigten Staaten sorgt der Mord für Empörung. Die CIA ist verärgert darüber, dass Israel erneut eine Figur ausgeschaltet hat, die gleichzeitig als Kontaktperson zwischen der PLO und westlichen Geheimdiensten fungierte. Strategisch betrachtet erreicht der Mord am Psaiso also nur einen begrenzten Effekt. Ja, die PLO verliert einen wichtigen Sicherheitsfunktionär. Doch gleichzeitig verschlechtert sich Israels Verhältnis zu einigen seiner wichtigsten Partner.
Und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich die politische Lage im Nahen Osten ohnehin dramatisch verändert. Denn während Geheimdienste weiter im Schatten operieren, geraten sowohl Israel als auch die PLO zunehmend unter Druck. Die erste Intifada dauert inzwischen mehrere Jahre. Der Aufstand in den palästinensischen Gebieten bindet enorme Kräfte der israelischen Armee. Zehntausende Soldaten sind ständig im Einsatz. Viele von ihnen sind sehr junge Wehrpflichtige. Statt die Grenzen zu verteidigen, kontrollieren sie Demonstrationen und Straßensperren. Und immer mehr Israelis beginnen sich zu fragen, wie lange soll das so weitergehen? Gleichzeitig steckt auch die PLO in einer tiefen Krise. Ein entscheidender Moment kommt bereits 1990, als Saddam Hussein Kuwait überfällt. Die meisten arabischen Staaten verurteilen die Invasion sofort. Doch Arafat stellt sich überraschend auf die Seite des Irak. Diese Entscheidung hat dramatische Folgen. Die reichen Golfstaaten, die die PLO jahrelang finanziell unterstützt haben, ziehen ihre Unterstützung zurück. Plötzlich steht die Organisation finanziell vor dem Zusammenbruch. Und Anfang der 1990er Jahre ist die PLO praktisch bankrott. In Anbetracht dieser Entwicklung verändert sich allmählich die politische Realität. Im Juni 1992 verliert Ministerpräsident Yitzhak Shamir die israelischen Wahlen. Sein Nachfolger wird Yitzhak Rabin, ein Mann mit militärischem Hintergrund. Aber auch jemand, der inzwischen zu der Überzeugung gekommen ist, dass der Konflikt mit den Palästinensern nicht dauerhaft militärisch gelöst werden kann. Rabin beginnt deshalb, vorsichtig über neue Wege nachzudenken. Und auf der anderen Seite befindet sich auch Arafat in einer Situation, in der er handeln muss. Finanziell geschwächt, politisch isoliert und trotzdem weiterhin die Symbolfigur des palästinensischen Kampfes. Also greift Arafat zu einer Strategie, die er schon mehrfach genutzt hat. Eine Art Flucht nach vorn. Statt weiter nur auf Konfrontation zu setzen, erlaubt er seinen Leuten, einen geheimen Kommunikationskanal zu den Israelis zu öffnen. Zunächst in London, später in Oslo. Dort beginnen informelle Gespräche zwischen Vertretern der PLO und israelischen Akademikern. Was zunächst wie ein inoffizieller Austausch wirkt, entwickelt sich langsam zu etwas Größerem. Denn nach und nach werden auch Mitglieder der israelischen Regierung in die Gespräche eingebunden. Zunächst Außenminister Shimon Peres und schließlich sogar Premierminister Yitzhak Rabin selbst. Doch diese Gespräche bleiben streng geheim, sogar vor den eigenen Geheimdiensten. Die militärischen Nachrichtendienste und der Mossad wissen offiziell nichts von diesen Verhandlungen. Rabin sorgt persönlich dafür, dass Informationen über die Gespräche nur einen extrem kleinen Kreis erreichen. Der Grund dafür ist simpel. Viele innerhalb des israelischen Sicherheitsapparats haben jahrzehntelang gegen die PLO gekämpft. Für sie ist die Organisation der Inbegriff des Feindes. Und Rabin weiß, wenn diese Gespräche zu früh bekannt werden, könnte der politische Widerstand im eigenen Land sie sofort zum Scheitern bringen. So entsteht eine bizarre Situation. Während Politiker heimlich über Frieden sprechen, führen die Geheimdienste weiterhin einen verdeckten Krieg. Und mitten in diesem Krieg arbeitet noch immer ein Mann für den Mossad. Ein Mann, der den Israelis Zugang zu den innersten Strukturen der PLO verschafft hat und schon bald zu einem Problem für die fortlaufenden geheimen Verhandlungen wird. Adnan Yassin. Im Frühjahr 1993 scheint die Operation Goldenes Vlies für den Mossad auf dem Höhepunkt ihres Erfolges zu stehen. Seit Jahren liefert Adnan Yassin wertvolle Informationen aus dem Inneren der PLO. Doch dann erzählt er seinem Führungsoffizier von einer scheinbar banalen Unterhaltung. Er habe mit Amina, der Ehefrau von Mahmoud Abbas, auch bekannt als Abu Mazen, gesprochen. Abbas, die Nummer 2 der PLO und verantwortlich für die diplomatischen Kontakte der Organisation, leide unter starken Rückenschmerzen. Außerdem werde sein Augenlicht schlechter. Amina habe Yassin deshalb gefragt, ob er einen orthopädischen Bürostuhl aus Europa besorgen könne. Und vielleicht auch eine besonders helle Tischlampe für sein Büro. Für den Mossad ist das eine Gelegenheit, die man kaum besser planen könnte. Denn Abu Mazens Büro gehört zu den sensibelsten Orten innerhalb der gesamten PLO. Wer dort mithören kann, erhält Einblicke in die wichtigsten Gespräche der Organisation. Also wird sofort ein Plan geschmiedet und umgesetzt. Der Mossad liefert Yassin einen luxuriösen Ledersessel und eine elegante Schreibtischlampe. Beide Möbelstücke sind präpariert. Im Inneren befinden sich Mikrofone und Sender. Yassin bringt die neuen Möbel persönlich in das Büro von Abu Mazen. Er entfernt sogar den alten Stuhl selbst und stellt den neuen an seinen Platz. Die Lampe wird auf den Schreibtisch gestellt, angeschlossen und eingeschaltet. Damit beginnt eine der wertvollsten Abhöraktionen des Mossad in dieser Zeit.
Von diesem Moment an werden Gespräche aus Abu Mazdins Büro aufgezeichnet und nach Tel Aviv übermittelt. Für Mossad-Direktor Shabtai Shalit ist das ein spektakulärer Erfolg. Denn durch dieses Büro gehen zahlreiche Besucher, Diplomaten, Funktionäre, Berater und manchmal sogar Arafat selbst. Doch schon bald taucht in den Gesprächen etwas auf, das niemand im Mossad erwartet hat. Über die Abhörgeräte erfährt der Geheimdienst, dass hinter den Kulissen Gespräche zwischen Israel und der PLO stattfinden. Geheime Gespräche. Und zwar ohne Wissen des Mossad. Shalit ist außer sich. Er stellt Premierminister Yitzhak Rabin zur Rede und beschwert sich, dass der Mossad über eine so wichtige Entwicklung nicht informiert wurde. Rabin versucht die Situation herunterzuspielen. Es handle sich nur um eine kleine Initiative, erklärt er. Nichts von großer Bedeutung und kein Grund zur Sorge. Doch die Ereignisse entwickeln sich schnell weiter. Denn plötzlich und völlig unerwartet verstummen die Abhörgeräte. Die Signale aus Abu Mazdins Büro brechen gleichzeitig ab. Zunächst vermutet man einen technischen Defekt. Doch nach kurzer Zeit wird klar, die Technik funktioniert einwandfrei. Wenn beide Geräte gleichzeitig ausfallen, bedeutet das fast immer nur eines: Sie wurden entdeckt. Für den Mossad ist sofort klar, was das bedeutet. Wenn die Abhörgeräte entdeckt wurden, dann ist auch der Mann in Gefahr, der sie dort platziert hat: Adnan Yassin. Doch wie sind die Palästinenser auf die Abhöraktion aufmerksam geworden? Auf palästinensischer Seite gibt es eine relativ einfache Erklärung. Ein Mitarbeiter Arafats berichtete später, dass die Unterhändler der PLO während der geheimen Gespräche in Oslo ein merkwürdiges Gefühl gehabt hätten. Immer wieder schienen die Israelis erstaunlich genau zu wissen, welche Position die Palästinenser vertreten würden, noch bevor diese überhaupt offiziell ausgesprochen wurden. Für einige der Beteiligten lag der Verdacht daher nahe, dass irgendwo ein Lauschangriff stattfinden musste. Also wurde Abu Mazdins Büro genauer untersucht. Mit Unterstützung des tunesischen Geheimdienstes durchsuchten Sicherheitskräfte schließlich den Raum und entdeckten dabei die versteckten Mikrofone. Für die Palästinenser war die Sache damit klar. Doch innerhalb des Mossad kursierte eine ganz andere Erklärung. Viele der Mitarbeiter, die an der Operation Goldenes Vlies beteiligt gewesen waren, glaubten nicht an Zufall oder bloßen Verdacht. Sie vermuteten, dass jemand aus den eigenen Reihen die Operation verraten hatte. Nach dieser Theorie, die sich nie endgültig beweisen ließ, für die es aber durchaus Hinweise gibt, könnte ein israelischer Unterhändler in den Oslo-Gesprächen Zugriff auf Berichte erhalten haben, die aus den Abhörprotokollen stammten und an die politische Führung Israels weitergeleitet worden waren. Beim Lesen dieser Berichte soll ihm klar geworden sein, dass ihre Quelle nur eine Abhöraktion im Umfeld von Abu Mazdin sein konnte. Und genau das stellte ein Problem dar. Denn wenn der israelische Geheimdienst weiterhin mithören konnte, bestand jederzeit die Gefahr, dass Details der Gespräche in Israel durchsickerten. Etwa an politische Gegner oder Hardliner, die den gesamten Verhandlungsprozess sabotieren wollten. Also könnte der Unterhändler eine drastische Entscheidung getroffen haben. Er soll den Palästinensern einen direkten Hinweis gegeben haben. Genug, damit sie wussten, wo sie suchen mussten. Die Konsequenz wäre klar gewesen. Die Abhörgeräte würden entdeckt und die Informationsquelle des Mossad würde sofort versiegen. Mit anderen Worten, ein israelischer Diplomat hätte den eigenen Geheimdienst verraten, um zu verhindern, dass dieser einen diplomatischen Durchbruch gefährdet. Ob diese Version tatsächlich stimmt, ist bis heute unklar. Doch eines ist sicher: Kurz darauf wird Yassin verhaftet. Während der Verhöre gesteht er schließlich alles. Wie der Mossad ihn angeworben hatte, welche Informationen er geliefert hatte und wie seine eigenen finanziellen Interessen ihn dazu gebracht hatten, seine Organisation zu verraten. Für die Führung der PLO ist der Fall eindeutig. Yassin hat jahrelang für den israelischen Geheimdienst gearbeitet. Und seine Informationen haben wahrscheinlich auch zum Mord an Atif Pseiso beigetragen. Das Urteil scheint daher unausweichlich: Tod wegen Verrats. Doch zu diesem Zeitpunkt verändert sich die politische Lage bereits dramatisch. Denn während Yassin verhört wird, laufen in Oslo die geheimen Gespräche zwischen Israel und der PLO weiter. Diese Gespräche führen schließlich zu einem historischen Durchbruch. 1993 unterzeichnen beide Seiten Vereinbarungen, die als Oslo-Abkommen bekannt werden. Zum ersten Mal erkennen sich Israel und die PLO gegenseitig offiziell an. Die Vereinbarungen führen zur Gründung der palästinensischen Autonomiebehörde und zu einer begrenzten Selbstverwaltung in Teilen der besetzten Gebiete. Im Zuge dieser neuen politischen Atmosphäre setzen sich israelische Vertreter auch für Yassin ein. Als Geste des guten Willens bitten sie die Palästinenser, die geplante Hinrichtung auszusetzen. Und tatsächlich wird Yassin am Ende nicht hingerichtet. Stattdessen wird er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Eine vergleichsweise milde Strafe für jemanden, der als Verräter gilt. Für einen kurzen Moment scheint es sogar, als könnte der jahrzehntelange Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern tatsächlich ein neues Kapitel erreichen. Doch diese Hoffnung hält nicht lange.
Viele der entscheidenden Fragen bleiben ungelöst. Die Zukunft Jerusalems, die israelischen Siedlungen, die endgültigen Grenzen und das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge. Gleichzeitig wächst auf beiden Seiten der Widerstand gegen den Friedensprozess. 1995 wird Premierminister Yitzhak Rabin von einem israelischen Extremisten ermordet. In den folgenden Jahren eskaliert der Konflikt erneut, mit Terroranschlägen, militärischen Operationen und schließlich einer zweiten Intifada. Die Oslo-Abkommen bleiben deshalb bis heute ein Symbol für eine historische Chance. Eine Chance auf Frieden, die am Ende nicht genutzt wurde und bereits zuvor durch die Operation Goldenes Vlies fast gescheitert wäre. Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über die Operation Goldenes Vlies und über die Rolle von Adnan Yassin? War diese Operation ein großer Erfolg des Mossad oder zeigt sie auch, wie schnell Geheimdienstoperationen von politischen Entwicklungen überholt werden können? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch für weitere spektakuläre Geheimdienstoperationen interessiert, dann schaut euch unbedingt auch mein Video über die israelische Hypnose-Operation an. Einer der skurrilsten gezielten Tötungsaktionen überhaupt. Ansonsten danke ich euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.